Willkommen zu einer neuen DevPlay-Folge. Wir sind hier in Frankfurt bei Deck 13 und heute geht es um das Thema, was uns Marius Faber gefragt hat, nämlich ob wir mal eine Folge über Balancing machen können. Wir haben schon das Thema Balancing das ein oder andere Mal behandelt, aber wir haben da bestimmt ein paar neue spannende Einblicke, auch was wir jetzt in letzter Zeit mit unseren Spielen gemacht haben, was wir an User-Feedback bekommen haben. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber quatschen. Dann machen wir erst noch mal eine kurze Vorstellungsrunde. Ich bin der Björn von Piranha Bytes. Jan von Deck 13. Jan von Kingart. Anthony von King. Gut, Balancing, was ist das überhaupt und wieso ist es wie in jeder unserer Folgen schon wieder ein komisches englisches Wort, wo man doch auch ein französisches benutzen könnte? Balance, ja? Focus. Ja, das ist vielleicht, weil wir einen französischen Publisher haben. Ich wusste gar nicht, worum es geht, als er sagte Focus. Ne? Also Focus, ja. Das ist Fokus. Focus Interactive. Focus Home Interactive. Ah, okay. Ja. Die tatsächlich große Brücke geschlagen, die tatsächlich für dieses Balancing ein sehr großes Thema, weil nämlich unser Publisher maßgeblich Spiele, die irgendwie sowas mit Core Games zu tun haben, published. Das heißt, die suchen sich eigentlich meistens etwas, was ein bisschen Nische ist, wo Leute Bock auf das Thema haben. Ich sage jetzt mal so wie Warhammer, große Nische, viele Leute mögen das, andere Leute können aber überhaupt nichts damit anfangen. Und solche Sachen und gucken, dass sie da was machen, was wirklich für die Leute passt. Und das haben wir auch viel gemerkt. Balancing ist ein weites Thema, zu sagen, wie kriege ich es hin, dass das Spiel eine gute Balance hat von Anfang bis Ende, dass sich der Spieler da wohlfühlt. Und jeder Spieler ist ja irgendwie anders. Der eine will, dass das Spiel besonders knackig ist, der andere will, dass es ihn nicht rauskegelt, wenn es mal zu schwierig wird. Und da haben wir glücklicherweise, glaube ich, einen Publisher mit Fokus, die halt über Leute verfügen, die uns das gut erzählen können. Die können sagen, Leute, wenn wir bis dahin gespielt haben, ist es cool und danach nicht mehr. Und die nicht sagen, wäre der zweite Punkt, den ich heute sehr spannend fände, ein bisschen zu besprechen, die nicht sagen, wollt ihr nicht ganz viele Schwierigkeitsgrade einbinden in euer Spiel, sodass ihr alle Spieler, die es so gibt, abholen könnt. Denn dafür sind Schwierigkeitsgrade ja da. Die sind dafür da, dass sie den abholen können, der einfach mal so zocken will oder der sich richtig die Zähne ausbeißen will. Aber ist es nicht so? Weil wenn du sagst, jeder Spieler ist unterschiedlich, dann kann es ja nicht sein, dass es einen Schwierigkeitsgrad gibt, der für alle optimal ist, oder? In der Runde, wer von uns hat in seinen aktuellen und letzten Spielen Schwierigkeitsgrade eingebaut? Im aktuellen haben wir denken drüber nach. Okay. Aber wir haben nicht, nein. Und ihr? Ja, wir haben 4 eingebaut. Einmal easy, einmal normal, einmal hard und dann insane irgendwas, ne? Was total krank ist. So. Ich glaube, das braucht ein Spiel unserer Art auch. Wir haben noch die besondere... das besondere Handicap oder Problematik, dass wir ein Open-World-Rollenspiel sind und wir nicht wirklich wissen, wo der Spieler sich gerade befindet. Wir erzählen unsere Geschichte in unserem Rollenspiel, was ja ein essentieller Bestandteil eines Open-World-Rollenspiels ist, ja, in Kapiteln und es ist halt bei unseren Spielen so, dass man tatsächlich den Level, den der Spieler hat, so gar nicht zuordnen kann des Kapitels, wo er sich gerade befindet. Wir bieten verschiedene Gilden an, also Charakterklassen, ja, denen man beitreten kann. Und wenn man denen beitritt, dann kannst du dich ausbauen in diesem Bereich. Da kannst du deine Charakterklasse ausbauen. Dann bist du richtig gut. Und dann kannst du auch die Hierarchie, die Leiter hochklettern in der Gesellschaft bei denen und so weiter. Und das Ganze muss natürlich auch irgendwie objektorientiert funktionieren, weil die Geschichte darf ja nicht davon abhängig sein, ob du jetzt schon fertig gelevelt hast oder nicht. So, ja? Weil das ist irgendwie, kausaler Zusammenhang ist ja nicht da. Trotzdem gibt es unheimlich viele Menschen, die meisten haben wir mittlerweile festgestellt, die erstmal die ganze Welt abgrasen. Erstmal die ganze Welt abgrasen und die ganze Nebenquests machen und so, ja, und dann so gut wie möglich werden wollen und dann irgendwann sich dann um die Hauptgeschichte kümmern, was dann heißt, bei Elex beispielsweise, ich muss mich einer Fraktion anschließen, einer Gilde. So, das ziehen die dann aber irgendwie 30, 40 Stunden vor sich hin und dann treten sie einer Gilde bei und dann werden sie ziemlich schnell, ziemlich gut, sage ich jetzt mal. Ja, weil dann kriegen sie auch die fette Rüstung, dann kriegen sie die fetten Waffen, dann kriegen sie die fetten Skills, weil das ist irgendwo Bestandteil. Finden die das blöd oder finden die das okay? Das ist unterschiedlich. Also erstmal ausprobieren. Wir halten die Menschen ja auch dazu an, unsere Spieler,
erstmal auszuprobieren, erstmal zu denen hinzugehen, was sind deren Intentionen, du gehst erstmal zu den Outlaws und den Arschgeigen in der Wüste und sagst irgendwie so, wie seid ihr denn drauf? Aha, ihr seid lustig und so, und dann habt ihr das geile Kettensägenschwert, und so, ja, oh, das wäre super, aber dann müsstest du hier beitreten. Ja, nee, das weiß ich noch nicht. Ich gucke mir erstmal die Kleriker an. Und gefühlte 25 Stunden später, ja, haben die sich dann irgendwann entschlossen, oh nee, ich gehe doch zu den Klerikern. Ja, und dann ist das Balancing auch spielen. dann ist das Balancing natürlich unheimlich schwierig. Das heißt also, einer, der wirklich explort, das ganze Spiel durchforstet, ja, der ist auch schon ziemlich gut, wenn er jetzt ins zweite Kapitel geht. Aber das zweite Kapitel, Hauptdinger, ja, wir haben so einen Grundsatz. Die Welt ist die Welt. Alle haben feste Werte. Das heißt also, die Monster haben feste Werte und auch die Gegner haben feste Werte. Eigentlich müssten wir, wenn einer 30 Stunden spielt und dann in einer Gilde beitritt und dann den Rest der Geschichte spielt, weil es Grundvoraussetzung ist, ins zweite Kapitel zu kommen. Zumindest bei Elex ist das so, ja, und bei den anderen Spielen, die wir früher gemacht haben, auch. Dann ist das so, dass du das zweite Kapitel ziemlich schnell durchspielen kannst, weil du bist ja ziemlich gut. Ne? Weil es kann ja auch sein, dass einer sagt, nö, ich will jetzt irgendwie 10 Stunden spielen, dann gehöre ich einer Gilde bei und dann ziehe ich dann das zweite Kapitel ab. Es gibt ja Rollenspiele, die dann alle Gegnerwerte hochgezogen haben. Das machen wir nicht. Das ist uns zu dynamisch. Das ist irgendwie, man möchte nicht einem Wegelagerer über den Weg laufen, der eine goldene Ritterrüstung trägt mit einem fetten Schwert und sagt, ich will all dein Geld. Das ist unrealistisch. Ich glaube, außerdem, ja. Oder noch schlimmer, dass du den Wolf hast, den du mit 3 Schlägen platt machst und dann hast du auf einmal einen Wolf, den du nicht kaputt kriegst. Das ist ja irgendwie, ne? Also, es fühlt sich unfair an. Es fühlt sich, als würde das Spiel eigentlich seine eigenen Regeln, die du gerade lernst, verdrehen, während du spielst. Du sagst, hey Spiel, der Gegner ist zu stark, ich rüste mich aus und um dich zu besiegen, ich komme in 10 Stunden wieder und dann sagt der Gegner, na und, jetzt bin ich einfach 3-mal so stark. Und dann sagst du, hey, warum habe ich eigentlich die Arbeit gemacht und mir die ganze Welt angeguckt? Also ist unser Spiel, weil es halt so ist, wie es ist, tendenziell am Ende etwas zu leicht. So. Und da halten dann die Leute dann an, die sagen, du hast ja keine Herausforderung mehr, dann zu sagen, ja, dann mach doch den schwierigen Schwierigkeitsgrad ab der Hälfte oder so. Ja, weil wir müssen ja auch auf alle Eventualitäten... Kann man dynamisch verändern bei euch? Ja. Während man spielt? Während man spielt, ja. Früher gab es mal so im Mittelalter, so, was weiß ich, 2010 oder so, gab es dann mal, da musst du wieder von vorne anfangen bei einigen Spielen. Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Oder gibt es das tatsächlich noch, dass man wirklich Schwierigkeitsgrad, man sich festlegt und sagt so, du musst das Spiel jetzt hier auf normal spielen? Ja, hauptsächlich dann, wenn halt inhaltlich dann was anderes passiert. Okay, dann fair enough. Okay, was ich sehr interessant finde, das aktuelle Tomb Raider hat verschiedene Schwierigkeitsgrade für verschiedene Aspekte des Spiels. Also ein Kampfschwierigkeitsgrad, ein Rätselschwierigkeitsgrad und ein Exploration-Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Finde ich auch ganz interessant, dass man dann halt sagen kann, ich möchte harte Rätsel haben, aber leichte Kämpfe zum Beispiel. Finde ich ganz interessant. Weil ich glaube, grundsätzlich ist ja auch mal die Frage, wie gesagt, für wen balanced man das und auch was für ein Spielgefühl haben die Leute dadurch. Weil es gibt halt eben Leute, die sagen, mich interessiert die Story, mich interessiert die Welt, ich habe keinen Bock hier irgendwie 10-mal zu sterben, irgendwie, um an den Typen vorbeizukommen. Ich möchte das so einfach wie nur möglich haben und die das dann halt auch bewusst ihm runterstellen. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, nee, es geht mir gerade darum, dass eben alles genau auszuknobeln und halt möglichst schwer zu haben und dann halt das gerade doch noch geschafft zu haben, weil nur dann habe ich diese Befriedigung, dass ich jetzt da dieses Hindernis überwältigt habe. Und da ist natürlich die Dark Souls Spiele oder Spiele, die in diese Richtung gehen, sagen natürlich von Haus aus, wir sind nicht für die Story-Leute, wir sind nicht für die Leute, die es einfach haben wollen, wir bedienen nur die Leute, die halt eben wirklich diese Herausforderung suchen sozusagen und deswegen ist es wahrscheinlich, habt ihr auch einfach keinen Schwierigkeitsgrad drin, das wahrscheinlich nicht zum Spiel passen würde. Das hängt natürlich auch, also sorry, erstmal meine Frage. Teils, also weil wir machen ja nicht ganz genau, ich sag mal, das Gleiche, was die Dark Souls Leute zum Beispiel machen, auch wenn das oft verglichen wird, aber unser Ansatz ist eigentlich teilweise haben Leute gesagt, es ist vielleicht sogar knackiger als Dark Souls, aber du kommst einfacher rein. Und das heißt, wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben nicht das Problem, dass wir eigentlich eine bisschen breitere Gruppe ansprechen von Leuten, die das mögen, weil die sagen, okay, ich finde irgendwie das Setting cool, ich mag auch irgendwie, wie ich da kämpfe und ich kam am Anfang auch richtig gut klar damit, aber dann wurde es mir viel zu schwer. Also wir können mehr Leute abholen, weil wir eben nicht am Anfang gleich sagen, ja, du läufst um 3 Ecken, dann kriegst du auf die Fresse und dann siehst du ja, ob das Spiel was für dich ist oder nicht, sondern die Leute sagen, geil, das Spiel ist was für mich. Aber dann wird es zu schwer. Und wir sagen, naja, sollen wir jetzt, und wir haben diese Diskussion gehabt, sollen wir jetzt 2 Schwierigkeitsgrade machen, für die einen, für die anderen. Aber das Problem ist, wenn es halt echt darum geht, um den Kampf, um diese Balance, um die Taktik, und du machst es dann einfacher, dann ist der einfache Schwierigkeitsgrad halt ziemlich langweilig. Weil natürlich geht es ganz viel um das Kämpfen und so weiter. Es geht auch viel darum, das Level auszukundschaften, aber das Kämpfen ist halt nun mal ein ganz starker Bestandteil. Das heißt, was machst du?
Wir haben gesagt jetzt, auch für das nächste Spiel, wir werden es so machen, dass wir dir einfach mehr Möglichkeiten anbieten. Was ein bisschen das ist, was Björn gesagt hat. Ich muss mir nicht den Schädel einhauen bei dem Boss immer wieder, bis ich vielleicht das Spiel wegschmeiße, sondern ich sage, ja, weißt du was, Boss, leck mich am Arsch, ich gehe erstmal da hinten lang und guck, was ich da finde. Und komme dann eben vielleicht nach einer Stunde oder 2 wieder mit meiner coolen Rüstung und sage, so Freund, jetzt zweiter Versuch und dann muss es auch einfacher sein. Das heißt, das ist das, was wir beim ersten Teil nicht so gemacht haben. Da hatten wir sozusagen als Spieleentwickler noch dieses, okay, du kommst wieder, du kannst mich trotzdem nicht so leicht besiegen. Ich bin nämlich ein cooler Gegner und unser Spiel ist cool, deswegen mache ich es dir jetzt nochmal extra schwer. Das ist nicht das, was die Leute mögen. Die Leute mögen dann, dass sie belohnt dafür werden, dass sie eine andere Mühe gemacht haben, dass sie erstmal die Welt abgegrast haben, wie bei dir, dass sie das gemacht haben. Und wenn wir das dann wieder zuschließen und sagen, so ja, Pech, Spiel passt sich dir jetzt an und wird wieder schwieriger, hast du das nicht. Also unsere Idee ist wirklich zu sagen, der Schwierigkeitsgrad ist, wie du es spielst. Aber das ist auch so die höchste Herausforderung, das dann wirklich in dem Balancing im Spiel selbst dann irgendwie dazu gehört. Ja, also ich meine, das ist sicherlich sehr, sehr spielabhängig und auch sehr davon abhängig, wie das Spiel strukturiert ist. Ich meine, bei euch habt ihr eine sehr offene Welt. Also jetzt als Beispiel, ein Beispiel Portal Knights ist so eine Mischung. Es ist offen in Bereichen, also es sind mehrere Cluster aufgeteilt, wo man sich ein bisschen freier bewegen kann, so sind Inseln aufgeteilt, die man locken kann. Und dann ist aber wieder ein hartes Gate bei einem Bossfight, durch das man durch muss. Und wir haben so eine Mischung als Ansatz genommen, weil wir eben auch nicht wollten, dass die Gegner sich einfach alle skalieren, sondern sie skalieren erstmal nicht. Aber wir haben halt, dass das nächste Island, was man dann lockt, quasi immer ein Level höher ist. Aber innerhalb eines Clusters gibt es ein Level Cap. Das heißt, ich kann bis zu 10 Islands im ersten Cluster eröffnen. Dann werden die immer schwieriger bis zu Level 10 sozusagen. Und danach kommt man aber auch selbst als Spieler nicht viel weiter, weil man dann irgendwann diese Barrier durchbrechen muss. Um auch besseres Gear zu bekommen, muss man irgendwie diesen zweiten Cluster kommen, diesen Bossfight überstehen. Das heißt, man kann sich länger da aufhalten, noch mehr Islands anlocken und noch ein bisschen mehr leveln und sich vorbereiten für jemanden, der es halt eben vielleicht noch nicht ganz beim direkten Run-Through packt, dann einen Boss zu besiegen, wobei das meistens auch nicht ganz so sehr von den aktuellen Stats abhängt, sondern eher auch ein bisschen von Geschicklichkeit in dem Fall noch. Auch nochmal ein Problem, was da damit reinspielt, das ist halt mehr Stat-based oder mehr Geschicklichkeits-based. Und wie kann man das dann balancen, das ist auch eine Frage, mit der wir uns immer wieder rumschlagen. Und aktuell haben wir aber die Diskussion, ob wir nicht doch einen zweiten Schwierigkeitsgrad brauchen, aus dem Grund, dass wir halt auf ein ziemlich breites Publikum zielen. Ich meine, das ist ein Sandbox-Game, sieht relativ familienfreundlich aus, es spielen aber doch gerade auf Steam erstaunlich viele Zockertypen halt einfach, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, für manche von denen ist es natürlich dann auch zu langweilig vielleicht im Kampf, weil wir halt unglaublich viele Items mit coolen Stats und Perks haben, aber nicht alles davon wirklich gefordert wird auf harte Art, wie jetzt von mir so einem Dark Souls Spiel, wo die Leute das erwarten einfach. Ja, ich meine, so wirkt man natürlich jetzt auch nicht. Und den Spagat hinzukriegen ist halt sehr schwierig. Grundsätzlich denke ich halt auch immer, eigentlich ist es besser, nicht die Entscheidung, wie können wir unser Spiel möglichst gut machen, auf den Spieler zu verlagern, zu sagen, hier haben wir ein Options-Menü mit 500 Knöpfen, machst du doch gut, ja? Sondern dass man halt sagt, ja gut, wir müssen das irgendwie gebalanced kriegen, dass es halt auch einfach eine gute Experience out of the box ist, aber bei so einer breiten Bandbreite von, was weiß ich, 7-jährigen Girlies, die halt einfach nur bauen wollen, bis hin zu irgendwie Hardcore-Zockern, die nach Loot geifern, dann da wird es halt schon sehr schwierig, da den perfekten Mittelweg für alle zu finden, letzten Endes. Wir haben das gemacht, tatsächlich in den Optionen, alles Mögliche anzubieten, um abzustellen und so weiter. Wir haben auch mal erst mehr Liebesbild dazu sagen. Aber ja, aber auch, es ist so. Und trotzdem ist es so, dass die meisten Menschen, ja, die sagen, euer Spiel ist mir zu schwer. Dann sagen wir, ja gut, okay, du kannst aber alles Mögliche einstellen. Du kannst erstmal auf den leichten Schwierigkeitsgrad gehen. Das ist ja gegen die Zockerehre. Nein, das ist aber nicht so, wie ihr mir das Spiel gebaut habt. Ich wusche doch nicht an eurem Spiel rum und ich will das nicht. Nein, das ist gegen meine Spielerehre. Ich möchte auf jeden Fall auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad jetzt hier irgendwie locker durchkommen, weil ich bin ja skilled. Ich bin ja geil. So, ne? Und das ist völlig valide, so eine Haltung, finde ich so. Ja? Das muss man dann noch bedienen. Aber derjenige, der jetzt wirklich Schwierigkeiten hat und sagt tatsächlich, man sagt ja mal, die Story genießen, das ist so eine Formulierung, die man dann in die Options packt. Ne? Dass man zum Beispiel die Kombofenster größer macht, dass man immer trifft, du bist toll, du bist toll, du bist toll. Das geht, ja. Und das machen wir bei Elex tatsächlich auch so, ne? Aber trotzdem sagen die Leute, euer Spiel ist verdammt schwer am Anfang. Und nachher tendenziell eher zu leicht. Ja. Ja. Ich meine, das geht jetzt alles ja in die Richtung sozusagen Schwierigkeitsgrad balancen, aber es gibt ja auch noch anderes Balancing, nämlich Einheiten zum Beispiel oder Waffen oder Rüstung. Da ist, glaube ich, ja immer eins der Hauptkriterien, dass man auf keinen Fall die Waffe oder die Rüstung haben will, die halt irgendwie
am besten ist oder halt irgendwie von den Werten her halt irgendwie nicht zu den anderen passt und jeder, der was auf sich hält oder jeder, der es kapiert hat, spielt nur noch so, weil das halt der beste Stil ist und anders kann man das Spiel fast nicht schaffen. Wie funktioniert das? Also ihr habt da, ich sag mal, im Spiel wie Alex oder auch in vorherigen Spielen halt sehr viele verschiedene Waffen, sehr viele verschiedene Rüstungen, sehr viele verschiedene Zaubersprüche, Skills und so weiter und so fort. Wie balanciert man sowas? Also wie kriegt man das hin, dass es nicht so eine perfekte Kombination irgendwie gibt? Naja, man nimmt halt den voll ausgebauten Kleriker, den voll ausgebauten Outlaw und den voll ausgebauten Berserker mit den primären Waffen, die eigentlich benutzen. Und dann nimmt man halt einen entsprechenden Gegner für die entsprechende Level, ne? Das entsprechende Level, was du da hast. Und dann kloppt man da drauf und guckt halt irgendwie, in welchem Kapitel befinde ich mich, in welchem Level befinde ich mich, kann ich den irgendwie vernünftig besiegen damit und so, weil wir den Spieler ja dazu anhalten, wenn du einer Gilde beitrittst, dann kannst du in dieser Waffenkategorie, in diesem Kampfstil dich maxen, so nennt man das ja, also den höchsten Level erreichen, so, ja. Und ja, dann cheaten wir uns sozusagen als Entwickler immer die höchsten Dinger oder die dann dazu passen und fummeln so lange dann rum, bis es sich ungefähr gleichwertig anfühlt. Ja? Und das machen wir für jede Waffengattung. Das heißt auch für die Äxte, für die Zweihänder, mit Schild, ohne Schild und so weiter. Und dann gucken wir mal. Ja, ich meine, wir schätzen. Also erstmal Pi mal Daumen. Ja, natürlich. Anders geht's nicht. Und dann erzählen uns die Leute da draußen natürlich, das ist aber zu wenig und dies und das. Man kann Sachen noch nachpatchen, keine Frage. Ne? Also das macht man dann auch gefälligst. Ja? Das heißt, wenn irgendwas wirklich total OP ist oder also overpowered oder eben irgendwie total zu leicht ist oder so, dann passt man das ungefähr an. So, ne? Aber eigentlich ist das so unsere gängige Methode. Ja. Wir haben jetzt bei Iron Harvest noch das extra Problem, dass das Ganze ja Multiplayer ist. Und dementsprechend hast du natürlich diese verschiedenen Fraktionen gegeneinander. Ja. Und dann innerhalb der Fraktionen wieder die verschiedenen Mechs oder Einheiten. Also du willst halt, dass es innerhalb der Fraktionen verschiedene Möglichkeiten gibt zu spielen und gleichzeitig willst du aber natürlich auch, dass die Fraktion gleich gut gegen die anderen beiden Fraktionen sozusagen spielen kann und nicht, dass man halt immer sagt, die Fraktion ist besser gegen die und die ist besser gegen die und so ein Kram. Und dann fängt es nochmal richtig kompliziert an, wenn man so in Richtung wie sowas wie E-Sports oder sowas denkt, wo man halt sagt, das sind dann Leute, die das Ding halt besser kennen als du und die sich halt da extrem mit beschäftigt haben, weil dann fängt manchmal auch an, gibt es manchmal so Probleme wie, dass eine bestimmte Einheit für, ich sag mal, einen normalen Spieler sich richtig anfühlt, aber für einen E-Sport-Spieler overpowered zum Beispiel ist oder nicht zu gebrauchen ist, weil, aber hauptsächlich, also häufig eher andersrum, dass sie dann overpowered ist, weil die halt Profis, die halt anders spielen, ne? Weil die halt zum Beispiel dann anfangen, irgendwelche Taktiken zu benutzen, die man selber überhaupt nicht auf dem Schirm hatte oder halt, ich sag mal, so viel Micromanagement machen, dass die halt immer das Optimum rausholen und auf einmal hast du eine Einheit, die eigentlich irgendwie 95% der Spieler super finden und 5% der Spieler sagen, nö, die kannst du so nicht machen, das geht halt einfach nicht. Und dann hast du halt das Problem, was machst du so, ne? Weil dann hast du auf einmal, wenn du dann die Einheit schlechter machst, dann sagen halt 95% der Leute, hey, die war vorher gut und jetzt ist sie lahm. Mach doch einfach, dass es gut ist. Ja. Mit dem Problem beim immer zu kämpfen. Also ich meine, wir haben auch, was weiß ich, zum Beispiel Royal Volt, was ja quasi ein MMO-artiges Spiel ist, war asynchron, aber es sind auf jeden Fall auch Millionen von Spielen, die ja gleichzeitig spielen und das Ding läuft jetzt schon seit 4,5 Jahren oder sogar noch ein bisschen länger mittlerweile und man versucht dann natürlich ständig nachzubalancen, zu gucken, dass man halt, da man ja auch ständig neue Features da rein tut und neue Units und allen möglichen Kram, das irgendwie in Balance zu halten, sodass die Leute halt nicht aufschreien, gemessen auch vor allen Dingen daran, wie man Matchmaking gestaltet. Da gibt es einen riesen Haufen extra oder Dinge, die die Leute im Spiel verdienen können, die sie dann investieren können in Waffen und all solche Sachen, wie man das alles balanced oder Material Progression in Portal Knights, was ja nicht nur um Waffen geht, sondern auch, wie schnell kann ich Materialien bekommen oder welche Materialien kriege ich woher, wie crafte ich mir Sachen daraus. Es sind halt immens viele Systeme, die gleichzeitig da ineinander greifen und da bin ich auch ganz froh, dass ich kein Balancing machen muss, sondern dass andere Leute das ausbaldobern, aber es ist auf jeden Fall extrem, extrem komplex bei solcher Art von Spielen, sage ich jetzt mal. Da fängt es natürlich dann auch an, sehr viel mehr über Zahlen einfach zu gehen, dass man dann sich sehr viel Statistiken einsammelt und dann halt sieht, okay, bei 500.000 Spielen ist halt irgendwie rausgekommen, dass um 0,2% die Leute mehr gewinnen, wenn sie Folgendes machen, anstatt Folgendes machen. Tun wir was oder tun wir nichts? Das Ganze ist dann im Prinzip eine riesen Excel-Aufgabe und da sitzen dann Leute, die halt dann irgendwie sagen, okay, das müsste noch 0,2% mehr so sein. Ich glaube, das sind die größten Unterschiede zwischen, wie du vorhin gesagt hast, zwei verschiedene Balancing-Arten. Das eine ist das, was du auch gerade
glaube ich, ganz gut gezeigt hast. Sehr viel Spielerdaten, sehr viele Informationen, vielleicht eine Excel-Liste. Das kann man mit, ich sag mal, Vernunft und Abschätzung und viel Einsatz kann man das eigentlich immer bewältigen. Man kann immer sagen, den Leuten gefällt das, oh, wenn wir der Schraube drehen, oh, die drehen wir lieber wieder zurück, das hat nicht den gewünschten Effekt gebracht oder so. Das geht irgendwie, ich glaube, besser zu lernen und zu bauen. Ich glaube, der andere Punkt, wo Björn auch am Anfang so viel drüber gesprochen hat, ist schon fast ein philosophischer Punkt. Der Punkt, wie will ich dem Spieler gegenübertreten? Wie sehr greife ich ein in das, was er macht? Wie sehr verbiete ich ihm Sachen, wo er doch denkt, dass er schlauer ist oder sowas? Also ich glaube der große Balancing-Punkt, je größer das Studio ist, je mehr man auch QA-Teams hat und Spielerfeedback, lässt sich der eine eigentlich immer ganz gut machen. Aber der andere ist wirklich dieses, und ich glaube, da wird sich noch einiges tun in nächster Zeit auch, gerade was große Publisher angeht, was große Rollenspiele angeht, zu sagen, wie kriege ich das hin, ohne dass ich einfach simple, billige Methoden verwende, dem Spieler das Erlebnis für ihn am besten angepasst zu machen. Denn ich will ja eigentlich als Spieler nicht mir Gedanken über Kombo-Fenster machen oder sowas, sondern ich will einfach, wie du es gesagt hast, das ist euer Spiel, das soll so sein, dass es mich herausfordert, aber ich will es auch schaffen. Und wir kennen aber dich nicht als den einen Spieler, für den es jetzt gerade herausfordernd ist. Vielleicht gibt es auch irgendwann die KI, die im Hintergrund lauert und liest, was der Spieler in den ersten 10 Minuten macht und dann ihm sein Balancing einstellt. Und ich sag mal, das ist jetzt nicht ganz, wir fangen schon an mit ganz kleinen Sachen, was wir zum Beispiel gesagt haben, wir beschäftigen uns damit im ersten Tutorial-Schritt. Es gibt Leute, die wollen, dass die Kamera nach oben geht, wenn ich nach oben drücke, und es gibt Leute, die wollen, dass die Kamera nach unten geht, wenn ich auf die Kamera nach unten drücke. Ja? Und was du aber machen kannst, ist, du sagst am Anfang dem Spieler, guck nach oben. Und dann drückt er es in seine Richtung. Und dann stellst du es vor ein. Also so ganz, ganz einfaches. Der Spieler merkt es meistens dann gar nicht, dass es eingestellt ist, weil er hat in die richtige Richtung gedrückt. So. Du musst nicht sagen Options, Invert, Vertical oder irgendwas. Er merkt gar nicht, dass da irgendwas umgestellt wurde für ihn. Sowas kann man natürlich machen. Andere Leute wollen das halt. Ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt nach vorne drücke oder nach hinten. Weil nach hinten tue ich, wenn ich Pilot wäre, ja, genau, und nach vorne mache ich, wenn ich will, dass die Maus sich nach oben bewegt. Ja, genau, deswegen gibt es ja so ich wüsste jetzt nicht, was ich tue. So ein bisschen wie mit, wer linker Fuß vorne auf dem Skateboard steht und wer im rechten vorne steht. So. Das wüsstest du das immer so? Ich weiß es, weil ich muss es immer invertieren. Weil, du bist Pilot. Standardisiert. Nee, ich mach's richtig. Genau. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das für Schwierigkeitsgrad immer der richtige Ansatz ist, weil ich habe halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn das Spiel mir dann sozusagen, also das Spiel so tut, als wüsste es mehr darüber, wie ich spielen will als ich, dann fühle ich mich immer gleich beleidigt. Eben, oder weil gerade in Rollenspielen zum Beispiel ist es ja auch völlig legitim zu sagen, nee, ich möchte hier ständig overpowered sein, ich möchte hier ständig der coolste Macker sein, weil ich halt hier alles abgrase, alles gemacht habe, und dann möchte ich gefälligst auch, dass es leicht ist danach, weil ich habe nicht in den Scheiß verdient. Das könnte auch andersrum sein. Und wenn dann das Spiel kommt und sagt, ne, Moment, aber jetzt machen wir es alles ein bisschen schwerer für dich, weil das ist mehr, wie du es willst, dann sage ich, hey, Alter. Oder andersrum, wenn du dir wirklich an dem Boss die Zähne ausbeißen willst und nach 3 Mal hast du verloren, sagt das Spiel, weißt du was? Wir machen es mal einfach. Ja, das ist schwer für dich. Ja, genau, und sagst, hallo. Das gibt es durchaus also auch, aber sehr schwer. Das gemacht. Ich denke halt, es hängt stark davon ab, wie fokussiert das Spiel an sich ist, wie breit das Publikum ist, und dann macht es halt mehr oder weniger Sinn, ob man sowas anbietet oder sagt, das ist halt nicht der Kern des Spiels, dass die Schwierigkeit knüppelhart ist oder gerade so an der Edge, dass man es schaffen kann. Ich meine, selbst ein God of War hat Schwierigkeitsgrade, wenn ich mich jetzt recht entsinne, und ja, da würde man ja auch meinen, so sage ich, so Hardcore, das braucht das doch eigentlich gar nicht. Masse gebaut ist, ja, so viele trotzdem Spieler wie irgendwie, möglich ja, wahrscheinlich. Das sind, glaube ich, die Sachen, die lassen sich nicht komplett beantworten, aber ich glaube, es ist sehr spannend, auch für uns als Studios zu sehen, wie machen es Leute wie God of War, wie machen es die anderen, was sind die Entscheidungen, wohin gehen die Trends? Wird man immer seine paar Schwierigkeitsgrade haben? Irgendwann kam der Trend, jedes Spiel muss einen Hardcore-Mode haben oder jedes Spiel muss irgendwie im zweiten Patch dann Permadeath einbauen oder so. Stimmt. Und wo geht das hin und wo wird es sich darauf einpendeln in den nächsten Jahren und was werden wir dann alle anbieten? Ich denke, das ist eine Frage von Trends. Ich meine, Permadeath war früher der absolute Norm, würde ich mal sagen, in Spielen, zumindest in Spielhallen, später dann auch auf Homecomputern, und dann war es lange tot, kannst du ja niemandem antun, und dann plötzlich kommt Dark Souls und dann sagen, ja, super geil, wobei es nicht um Permadeath nicht dreht, aber einfach harte Spiele wurden wieder salonfähig sozusagen. Ja. Ist sehr stark Genre und trendabhängig. Rollenspiele waren ja auch mal lange tot und sowas, und plötzlich waren sie wieder ein großer Hit, also es dreht sich immer alles ein bisschen im Kreis, habe ich das Gefühl. Man kann immer selber ein bisschen rausfinden, wo will man auch hin, was will man anbieten, aber am Schluss, ich glaube, man kriegt über sehr, sehr viele Sachen Feedback, aber Schwierigkeitsgrad gehört definitiv dazu und Balancing und sagen, ist das Spiel zu leicht, zu schwer,
das Richtige für mich, oder nicht? Was eine große Hilfe ist, ist, dass es halt mittlerweile Möglichkeiten gibt, Feedback zu sammeln, über Metrics zum Beispiel, um mal zu sehen, wie weit spielen die Leute. Man hat ja seine Vorstellung davon, ja, das ist alles noch viel zu einfach, wir müssen das noch schwerer machen. Dann sieht man halt mal Daten von Leuten, wie viele Leute haben denn Level 5 überhaupt erreicht. Und dann sind nur 20%. Und dann dachte ich, kann doch nicht sein. Ja? Oder wie viele Leute haben von The Search auf Steam den letzten Boss genau, besiegt? solche Sachen. Das kann man ja in den Achievements zum Beispiel auch schon sehen. Weniger als 10%. Immerhin sind es 10%. Und, aber ich glaube, und die Hälfte also nach der Hälfte des Spiels waren auch noch die Hälfte der Spieler dabei. Also auch die haben, ich glaube 50% haben den Boss in der Mitte des Spiels geschafft. Also da siehst du auch schon. Das ist zwar nicht unnormal für Spieler auf Steam, weil viele kaufen die Sachen ja auch nur und spielen sie gar nicht, oder spielen sie halt nur ein bisschen. Ja. Aber gerade in einem Zeitalter, wo man halt Daten kriegen kann und die auswerten kann, ohne jetzt dann persönliche Daten zu brauchen von Leuten, ist halt extrem hilfreich, um gutes Balancing zu machen letzten Endes auch. Gerade bei Spielen, die extrem komplex sind, wie Online-Spiele, Multiplayer-Spiele, all solche Geschichten in der krassen Progression. Und in diesem Sinne, mit diesem schönen Schlusswort, glaube ich, können wir das ein bisschen zumachen. Aber ich glaube, das ist ein spannendes Thema, um irgendwann nochmal eine weitere Folge zu machen. Unbedingt. Wenn wir vor allem mal dann das nächste Spiel rausgebracht haben. Wer weiß, wer zuerst von uns das nächste rausbringen wird. Ein großes Geheimnis bleiben. Aber da wird was kommen im nächsten Jahr. Und wer weiß, wie dann das Balancing aussieht und ob wir ganz schön auf den Deckel dafür bekommen oder nicht. Höchstwahrscheinlich. Werden wir sehen. Ja, dann danke, dass ihr wieder dabei wart und schreibt uns bitte, worüber ihr gerne mehr wissen wollt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und wie auch das hier jetzt eine Folge war, die auf einen User-Kommentar basiert, machen wir ja gerne auch viele weitere. Also wir freuen uns, wenn wir von euch hören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.